24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 3. Folge des YPC Bank 2023 und damit zur ersten Folge der Gruppe B. Patrick Marable geht erstmals als Gruppenkopf ins Turnier. Diese Position konnte sich der Rheinländer mit britischem Pass durch extrem starke Vorstellungen in den letzten beiden Turnieren erarbeiten. Patrick trat 2-mal an und schaffte es 2-mal unter die letzten 4. Der Bronzegewinner von 2022 startet wie im Jahr zuvor für die in ganz Europa beliebte Raubfischmarke Fox Rage. Seinen Platz in Lostopf 1 hat Mark Patschowski verloren, da er 2022 wegen eines fehlenden Zanders in der Vorrunde die Segel streichen musste. Doch der Best Champion von 2022, Bank Vizemeister von 2020 und Boat Bronzegewinner von 2022 ist heiß, es diesmal wieder besser zu machen. Ob der Hesse, der wie immer für die französische Premium-Marke Ilex antritt, sein gewohntes Leistungsniveau diesmal wieder abrufen kann, sehen wir in den nächsten Folgen. Luis Mendes, der wieder für das Raubfischzentrum, einem Distributor für erstklassige Angelboote und die passende Bootstechnik startet, feierte letztes Jahr seinen Durchbruch beim YPC. Erst wurde er Vierter im Uferturnier, dann führte er einen Zuschauer zum Sieg im Fanturnier. Wir sind gespannt, ob der gebürtige Dortmunder mit spanisch-mexikanischen Wurzeln an diese Erfolge anknüpfen kann. Markus von Ooy hat seit 2020 kein YPC Bank Turnier verpasst, doch bei seinen letzten beiden Teilnahmen hatte er wenig Glück und kam über die Gruppenphase nicht hinaus. Der Schweizer fischt wie immer für seine Premium-Routenschmiede Bullseye Fishing und möchte im 4. Versuch wieder besser abschneiden. Komplettiert wird die Gruppe mit 2 YPC Bank Neulingen. Obwohl der Niederländer Sander Grönenboom bisher noch nicht am YPC teilgenommen hat, eilt ihm sein Ruf voraus, weshalb ihn niemand gerne in seiner Gruppe haben wollte. Der zweitjüngste Teilnehmer fischt fast ausschließlich vom Ufer, kann unfassbare PBs vorweisen und gewann die nationale Street-Fishing-Meisterschaft. Das größte Fragezeichen in dieser Gruppe ist vermutlich Marcel Weigel. Der hessische Raubfischguide hat unglaublich viel Erfahrung, in seinem Leben schon unfassbar viele große Fische gefangen und verfügt zudem über sehr viel Turniererfahrung. Unter anderem war er zuletzt im Halbfinale des YPC Boat und im Finale des YPC Bass. Doch Marcel fischt äußerst selten vom Ufer. Wir sind gespannt, wie er bei seinem YPC Bank Debüt abschneiden wird. Marc, Markus und Marcel starten im Südwesten in der Zone 1. Patrick, Luis und Sander in Nordwesten, also der Zone 2. Wenn der Kofferraumdeckel kaputt ist, dann kann es schon mal passieren, dass man eine Notlösung braucht. Und mir ist irgendwann mal eine Route gebrochen und die hatte ich noch im Auto. Ja, man tut, was man kann. So ihr Lieben, wir haben es geschafft, wir sind am Wasser. War ein bisschen viel Verkehr, aber wir sind da. Und ja, ihr seht selber, es ist echt sehr, sehr niedriges Wasser. Das Wasser läuft aber auf um 11 sollte es komplett oben sein. Und ja, wir werden auf jeden Fall hier eine längere Zeit fischen und gucken jetzt einfach, ob wir gleich direkt einen Fisch fangen. Wenn wir einen fangen, werden wir vielleicht den Spot auch doch früher verlassen
und uns dann um die Hechte kümmern. Aber erstmal starten wir hier. Und ja, ich will euch schon mal einen neuen Köder zeigen. Ich habe es schon im Interview erwähnt. Ja, es werden neue Rapala-Gummis kommen. Und das hier ist einer davon, das ist der Kickman. Crush City wird die Serie heißen. Ja, am VMC Froschkopf. Und das ist auf jeden Fall mein Starter heute. Willkommen, wir sind ja am Tidengewässer, an so einem Industriebereich. Ich versuche jetzt erstmal einen Barsch zu fangen, ist allerdings ein bisschen ja, eine Aufgabe hier. Hier sind große Fische, hier ist viel Angeldruck drauf. Wenn nicht in den ersten paar Minuten einer kommt, werde ich hier in den Hauptfluss gehen, versuchen einen Zander zu fangen, meinen Angstgegner vom letzten Jahr sozusagen abzuhaken. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, ich werde richtig Gas geben. Ich werde hoffentlich jetzt gleich mal ein paar Fische fangen und dann sehen wir uns, wenn der Kescher nass ist. Wir sind an der ersten Stelle, YPC Bank 2023. Drückt mir die Daumen, jetzt zählt's. YPC Bank 2023, let's go! Der erste Wurf, YPC Bank 23. YPC Bank 2023 beginnt auch für mich. Yes! So, good morning guys. First cast of the day. Let's see. Hopefully I can get my nice buzz over it. Hopefully I can get my zander and my perch here. Continue for pike. But we'll see. Took my soft bait. Fucker. Let's try again. So Freunde, ich bin wieder zu spät. Wir haben kurz nach 8, hatte eine lange Anfahrt und ein bisschen Verkehr gehabt. Die erste Stelle, die ich befische, ist den meisten bekannt vom letzten Jahr, der berühmte Armageddon-Spot. Und normalerweise befische ich beim YPC, versuche ich immer neue Gewässer zu befischen, weil durch den YPC leider sind viele Spots dann sehr bekannt geworden. Genauso ist es mit dieser Stelle passiert. Wir sind kurz nach der Schonzeit, hatten jetzt nur 3 Tage Training und es waren sehr, sehr viele Angler hier. Ich will trotzdem es einmal kurz probieren, einmal hier Tiki-Taka, einmal alles abwerfen, wenn nichts kommt, wenn hier sich nicht ein neuer Hecht hingestellt hat, werde ich neue Spots anfahren, neue Gewässer. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, denn wir haben nur 8 Stunden. So, dann startet das Turnier jetzt auch für mich. Hoffentlich haben die Hechte Bock. Oh, Biss. Vielleicht sieht man das in den Aufnahmen. Junge, was für ein Biss. Erstmal gutes Zeichen. Zweiter Wurf, erster Kontakt. Oh, was für ein Biss. So ein schönes, klares Tack. Wie ein Zander. Wir wissen ja auch, Zander schwimmen hier auch hier rum. Zander und Hechte. Oh, warum? Scheiße. Gerade einmal abgerissen. Jetzt versuchen wir noch mal die Steinpackung mit dem Chatterbait abzufischen und gucken, ob hier vielleicht auch ein Hecht steht. Und ja, auf jeden Fall wichtig. Ansonsten ist mein Gefühl gerade echt nicht so überragend hier. Ja, mal schauen. Drückt die Daumen. Wechseln wir mal auf etwas auffälligere Farbe. Es ist heute viel weniger Licht da als jetzt die Tage zuvor. Angesagt war heute auch 24 Grad und durchgängig Sonne. Jetzt ist es ein bisschen angenehmer, schön Sonne-Wolken-Mix. Und ich werde jetzt mal wechseln auf einen unserer neuen Gummis in der Farbe Electric Chicken. Der fällt hier schön auf im trüben Wasser. Ich hoffe natürlich, dass das dann den Biss und den Fisch bringt. Aber der ist untermaßig. Ja, den halten wir mal kurz dran, aber
Bin mir relativ sicher, dass der es nicht hat. Immerhin kam schon mal Fisch. Genau, 42. Ein Mini-Zander. Ich freue mich trotzdem, weil er bringt schon mal Punkte. Er wird mich nicht weiterbringen, ja, aber weiß, letztes Jahr hätte es gereicht. Der darf jetzt schnell zurück. So. Einmal wieder Ganki-Fahrstuhl nach unten. Okay. Naja, der Anfang wäre gemacht. An der Größe können wir später arbeiten. Jetzt geht es erstmal darum, Fische zu fangen. Ein kleiner Zander für Marc, der, wie wir im letzten Jahr gesehen haben, durchaus entscheidend sein kann. Luis jedenfalls reagiert anerkennend. Marc hat zugeschlagen mit einem 42er Zander. Petri. Ich hätte gerne auch schon den ersten Fisch gefangen. Mann, das ärgert mich, dass ich den nicht bekommen habe. Ah, naja, wir kennen das ja. Ich muss es ja immer so ein bisschen spannend machen. Jetzt warten wir mal, dass hier das Boot durchgefahren ist und ich mal hier drüber darf. Habt ihr nicht Bescheid gesagt, dass YPC heute hier ist? Dass ich hier immer grünes Licht brauche? Zweiter Spot, selbe Strategie. Wir versuchen unter der Brücke hier Zander, Barsch und Hecht zu fangen. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt klappt, dass wir den ersten Fisch fangen können. Vorher war in der Gruppe schon die erste Meldung von Marc. Petri zum Zander, 42. Wichtige Punkte. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir fangen auch noch unsere Fische. Es wird nicht lang gefackelt. Luis und Markus geben dem ersten Spot nicht viel Zeit, sondern suchen stattdessen aktive Fische. Marcel wechselt sogar den Zielfisch. So, okay, wir wechseln die Stelle. Wenn jetzt hier ein Zander gekommen wäre bei dem Wasserstand, dann wäre der auch gleich gekommen. Es läuft zwar auf, aber das dauert mir jetzt alles zu lange. Wir gehen jetzt zum Hechtangeln. Das war ein 40 plus Aland. Der ist auch bis hier vorne hingefolgt und dann... Das ist ein Problem, die sind auf extremst kleinste Nahrung eingestellt schon. Weil die Brutfische sind wirklich fingernagelgroß, wenn überhaupt. Und das ist so diese Hochzeit von den Alanden, wo sie komplett ausrasten und sich komplett auf die kleinen Brutfische eingeschossen haben. Und da ist der Popper natürlich ein bisschen zu groß. Kann aber trotzdem funktionieren. Dahin wieder sind sie dann so getriggert, dass sie dann... Da, guck. Seht ihr diese Wolken? Die Schlammwolken. Da ist gerade ein Fisch noch hier hingekommen. Also der war auf jeden Fall hier. Bedeutet, die sind vielleicht auch extrem flach unterwegs. Also ich bin jetzt Topwater unterwegs. Fische dafür die Loose Custom Light Topwater Jerkbait. Das ist eine schöne leichte Casting. Mit der Loose, wie heißt sie nochmal? Hypermac. Ich habe die erst seit kurzem. Und mega geiles Röllchen. Relativ hohe Übersetzung, 7,5. Eignet sich also perfekt fürs Topwater-Angeln. Und wirft hier den Köder, der wiegt 16 Gramm, glaube ich. Auch wunderbar entspannt. Richtig toll. Also ich bin mega begeistert von der Rolle. Der Köder ist jetzt aktuell ein Striking. KVD Splash, ein Popper. Fische sind definitiv hier. Ist jetzt aber leider nur den Aland gesehen. Aber was nicht ist, kann noch werden. Patrick probiert es also weiterhin an der Wasseroberfläche, während Sander sehr viel tiefer angreift und hierfür eine spezielle Technik verwendet. So the fish stopped biting. Now I'm trying one more trick, which is a heavy weight of about 25 grams. Back to my line here. I made it myself of two bullet weights, then a leader and a small hard bait. And now I can fish this hard bait down on about 7 meters, which would normally be impossible without this weight. So it doesn't look too pretty, but it sometimes works really well. But I'm using a very long rod with quite a soft tip, because these small trebles are easy to get lost, and especially the length is nice, so I can keep my rod tip low and get the crank kick down even deeper. And also a small piece of, what is it? Metal leader. Ow. Sharp hooks.
because there's not many pikes here, but if you get one, it's a huge one. Last cast. So, dann wird jetzt erstmal wieder das Camp aufgebaut hier. Jetzt mache ich mich hier wieder breit. Die Station, das Cockpit. Ich war ein Jahr nicht hier. Krass. Hoffentlich erleben wir das gleiche Beißen wie vor einem Jahr hier. Oh, ich bin jetzt so aufgeregt, ne? Ich weiß ganz genau, was hier für Fische rumschwimmen. What are you doing, LKW-Fahrer? Ah, guckt euch das an da. Er blockiert mal schön die ganze Fähre. Fuck! Den habe ich verpennt. Fish on. Fish on. Rutschig ist es auch noch. Er wird zu klein sein, schätze ich. Er ging gerade beim Kescher ab. Also ich glaube, weiter müssen wir nicht ausrollen. Ich glaube auch nicht, dass er 42 hat, aber lass uns beten zu Petrus. Yes, Mann. Yes, yes. Er hat sogar 43,5. Confirmed from the camera guy. Mein erster Wertungsfisch, Zander 44. Zander 44, gefangen auf einen neuen Lamelli. In 7,5 cm, der darf zurück. Tipptopp. Der zweite Wertungsfisch des Tages geht an Markus, der sich damit knapp vor Marc an die Tabellenspitze setzt. Fonso hat jetzt auch den ersten Zander gefangen. 44 cm. Etwas größer wie meiner. Aber ja, das beeindruckt mich noch nicht sehr. Wobei ich ja auch nichts wirklich Beeindruckendes gefangen habe. Es ist früh im Tag. Ein paar Zander sind jetzt schon gefangen worden, also 2. Oh. Ja, mal schauen, was noch so kommt. Fonso hat er nach dem Spundwandkescher gefragt. Ich vermute, er fischt so dieselbe Ecke. Aber ich weiß es nicht. Ich werde es erfahren, wenn ich die Videos gucke. Wir sind am Hechtspot angekommen, am ersten Hechtspot. Und ja, ich war gestern schon mal hier kurz trainieren. Da kam sofort eine Aktion. War ein guter Fisch und es wäre super, wenn der jetzt hängen bleiben würde. Ich weiß nicht, wie glatt das hier ist. Geht. Okay. Ja, Pike. Oh, no! Oh, fuck. Oh, jetzt gesehen, der erste Fisch, der erste Hecht. Ah, kein so schlechter 70er Fisch auf jeden Fall. Auf den Rapala Bladed Jig, Pike Bladed Jig, 17 Gramm. Oh, mit einem Churro als Trailer von 13 Fishing. Trotz Trailer Hook nicht hängen geblieben. Like that. And then I go to the grass, because here I will fall. Jumped out of the net, nice. All right, let's hope it's big enough. It is big enough. It is 46, nice. Very nice fish. There's my Zander, very happy with that one. I'll release it with the net, go down first. And I can leave that here, that's fine. Thank you, Mr. Zander.
Yes, that was my main concern for the day. Getting that sander off. Very happy, very, very happy. He destroyed my entire rig, that's nice. Yeah, on a basic pintail, it's nothing special. The drop shot, they've been really inactive lately. So also yesterday during training, it was only the drop shot that would catch them. Even though I really hate drop shotting. In der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen und so bekommt Sander seinen Angstfisch auf das ungeliebte Drop-Shot-Rig. Kommt schon geil. Erst Marc, Zander 42, dann Markus, Zander 44, dann Sander, Zander 46. Immerhin 2 cm größer. Jetzt der nächste kommt 48. Bin gespannt, ob die Serie untereinander so beibehalten oder jemand anders dazwischen funkt. Sehr geil. Ja, cool. Petri, Jungs. Sometimes it burns. Kein Bock mehr auf böse Überraschungen? Hol dir Lure Drop, das Monatsabo für Raubfischangler. Krasse Neuheiten, exklusive Sonderfarben und ein riesiger Preisvorteil. All das und vieles mehr gibt's auf luredrop.de. So sieht er also aus, der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 €. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Letzter Wurf hier an dem Spot. Wurde echt durchgenudelt, glaube ich. Jetzt am Wochenende beim Saisonstart. Oder die Fische haben heute keinen Bock hier. Das haben wir letztes Jahr auch erlebt. Ein Tag top, nächster Tag flop. Aber ich will nicht zu viel Zeit verplempern. Ich habe ein unwohles Gefühl an einer Stelle, die sehr viele Köder gesehen hat in den letzten Stunden, Tagen. Ich brauche frisches, neues Wasser. Hoffentlich finde ich das. So, also erster Spot, der Armageddon-Spot. Hat leider keine Fische gebracht. Ein Biss direkt auf den zweiten Wurf und das war's dann aber. Ja, ich glaube, hier wurde einfach zu viel geangelt jetzt am Wochenende. Egal. Neue Strategie. Gehen jetzt einfach ans Großgewässer dran. Ich werde in meine Warthose schlüpfen und werde dann einfach am Ufer entlang laufen und Strecke machen. Einen Köder werfen, den ich vertraue und den dann schön in Ufernähe präsentieren, Strecke machen. Ich habe es nicht trainiert, aber um halt auch mir die Fische nicht zu verangeln. Und mal gucken, ob das aufgeht. Luis möchte nun viel Wasser abwerfen, eine Strategie, die Marc den ganzen Morgen schon verfolgt. Der Ilex-Mann ist schon wieder woanders. Wir sind jetzt ein kleines Stück gelaufen, zum Hauptfluss quasi. Jetzt ist Zander der Hauptfisch hier. Wahrscheinlich fange ich da am Barsch, wenn ich das jetzt sage. Nee, aber wirklich, hier ist Zander der Hauptfisch. Ein bisschen blöd ist die Tide, um ehrlich zu sein. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich heute gerne später gestartet, weil wir jetzt gerade Stillstand hatten und jetzt langsam auflaufendes Wasser. Aber durch die verschiedenen Wasserstände hier im Fluss oder in den Flüssen hier jetzt nicht so viel Strömung drauf ist und das meistens nicht ganz so gut zum Zanderfischen ist. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir vielleicht doch den einen oder anderen Fisch fangen können.
Also, auf dem Weg zurück zum Auto probiere ich hier in den See noch ein paar Würfe. Hier das Stickbait, Sexy Dog Junior, das ist die kleinere Variante, ist von Striking. Und ich möchte mal kurz was zeigen, was mir jetzt letztens aufgefallen ist. Keine Ahnung, ob das üblich ist, aber man kennt es ja mit der Führung von Topwater-Ködern. Dieses kurze, hochfrequente, dass der halt nur kleine Bahnen macht. Das langsame Frequente, wo der längere Bahnen macht, was bei dem Wind gerade nicht so gut funktioniert. Aber das dritte, was ich gefunden habe, ist, dass ich den auch springen lassen kann. Und zwar mit etwas härteren Rücken taucht er manchmal ab und springt dann regelrecht aus dem Wasser raus. Und das finde ich auch mega interessant, wenn man Nachläufer hat, um ein flüschendes Fischchen zu imitieren. Ich fische den Köder jetzt seit knapp 2 Jahren und habe das erst vor 2, 3 Tagen das erste Mal gemerkt, dass man den so führen kann. Wahrscheinlich hätte ich im Internet mal selber recherchiert, hätte ich es früher gewusst, weil garantiert irgendjemand schon mal irgendwas dazu gepostet hat. Aber für mich war es neu. Vielleicht funktioniert es auch mit anderen Stickbaits. Probiert es mal aus. Ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Idee, um Nachläufer, indem man ein springendes, flüchtendes Fischchen imitiert, nochmal zur Attacke zu provozieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich noch nicht die Möglichkeit dazu hatte. Werde es aber definitiv. Aber warum macht ihr es nicht? Vielleicht ist es bei euch dann der Schlüssel zum Erfolg und ihr fangt die großen Fische. Fisch! Na komm, das ist Rechtshänder. Na komm. Na komm, jawohl, der ist besser. Der ist besser. Wie gesagt, ich denke trotzdem, dass wir den einen oder anderen Fisch fangen können. Boah, und er hat einen Slimshad gehämmert, hey. Right on top of his Maus. Perfekt. So, der Fisch hat, kriege ich ihn drüber? Ja, er hat 62,5, heißt 63 cm fürs Turnier. Wow. Ja, das ist mal ein schöner Zander aus der City und mein zweiter Fisch. Ich bin auf jeden Fall happy, deswegen sind wir hier. Und da geht er weg. Yes! Das sind gute Punkte. 63 gibt schon mal ordentlich Punkte. Absolut. Nach 3 kleinen Zandern holt sich Marc den ersten größeren Fisch der Gruppe und damit auch Platz 1 zurück. So, reported ist der Fisch. Mein Chickkopf hing oben in der Platte vom Zander und den hat es ein bisschen zerlegt. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, ist der Chickkopf was für die Tonne. Und dann werden wir uns jetzt mal einen neuen Slimshad aufregen. Wie gesagt, ich bin hier jetzt in der City ein bisschen schockischer gegangen mit der Farbe, mit dem Magic Perch. Vorne hatte ich unsere Rod drauf. Und das ist jetzt die 4-Inch Variante vom Slimshad. Gibt den auch noch in 5-Inch, aber hier im Moment, wir sind recht früh im Jahr, also gibt es auch noch mal eine Nummer kleiner, gibt es sogar noch in 3-Inch, aber wir sind recht früh im Jahr, deswegen, hier ist nochmal die 3-Inch Variante. Bin ich hier jetzt mit der 4-Inch Variante, denke ich, was Baitfish und das Futterschema angeht, ganz gut im Rennen. Das Schöne beim Slimshad ist, der Kopf ist relativ breit, dann wird er schmäler und dann wird der Körper wieder breiter und der läuft hinten spitz zu. Dadurch wird das Wasser schön am Körper vorbeigeströmt und so kommt er schön ins Flanken und Wobbling. Und dieser Schwanzteller, das ist ein recht softer Gummi, der wirklich bei langsamem Zug. Ihr habt es vielleicht vorher mal gesehen, ich führe den Köder ganz langsam über dem Grund und da fängt er schon an zu paddeln, also auch zum Vertikalangeln. Ein toller Köder. Und was ganz wichtig ist im Moment, ihr habt es schon sehr, sehr oft gehört, aber ich sage es gerne immer wieder. Ich habe 2 Würfe gemacht ohne Nitro Booster drauf, bam, 63er Zander. Das Ding ist an manchen Tagen das Zeug einfach unschlagbar. Es gibt natürlich Tage, da funktioniert es nicht. Es gibt Tage, da kann man auch einen Schuhlöffel dranhängen, man fängt Fische, aber an den schwierigen Tagen kann das Zeug wirklich Wunder bewirken. Und es ist egal, ob man auf Zander, Barsch oder Hechte angelt oder Bass oder was auch immer.
sollte man immer dabei haben. Ich benutze jetzt das Warm. Um ehrlich zu sein, hat mich da Daniel draufgebracht. Ich habe sonst immer sehr viel das Squid and Grill geangelt. Aber das Warm hat schon irgendwie einen geilen Geruch. Riecht nicht so sehr nach Warm, wie ich finde, aber stinkt bestialisch und die Fische mögen. Da ist er. Er ist hinterm Köder. Ist hinterm Köder. War hinterm Köder. Okay, nochmal einmal mit den Mustache-Rig probieren. Und dann fahren wir zum nächsten Spot. Mustache-Rig. Ebenfalls mit dem Churro als Trailer. Ich brauche doch den Hecht. Los. Neue Stelle, neues Glück. Also die Sterne stehen gut. Mein Kameramann hat Scheiße am Schuh. Das müsste mir ja dann Glück bringen. Wir sind in der Stadt unterwegs, urbanes Umfeld, wie ihr hört. Und da sind halt auch ein paar Stadthunde. Da ist mal hier und da eine Tretmine. Berufsrisiko. Ruhe. Wir bleiben bei kleinen Ködern. Es hat unglaublich viel Brutfisch im Wasser aktuell in eben sehr, sehr kleiner Größe. Das ist auch, glaube ich, ein Hauptgrund, warum es jetzt für uns nicht ganz so einfach ist zum Angeln. Weil die Fische müssen gar nicht zupacken. Die können einmal ufernah durchschwimmen und schlürfen da 20, 30, 50 kleine Brutfische ein. Das ist natürlich deutlich energieeffizienter, als wenn die dann unserem Köder hinterher jagen müssen. Aber ich fische eben drum auch heute schon sehr klein, um so ein bisschen ins aktuelle Beutespektrum der Barsche zu passen. Und die Zander und die Hechte, sage ich, passen sich an. Ich kann auf einem kleinen Köder einen großen Hecht fangen, aber auf einem großen Köder wahrscheinlich keinen kleinen Barsch. Und in dem Turnier geht es jetzt erstmal darum, oder in meiner Situation jetzt, dass ich die Fische möglichst voll kriege, sprich die Größe ist mir erstmal egal, solange sie das Mindestmaß haben. Und wenn wir dann noch Zeit haben, Zeitverbleib, dann können wir Fisch für Fisch versuchen abzugraden. Können dann auch schauen, welche Art liegt uns gerade am besten, Barsch, Zander, Hecht. Und jetzt brauche ich halt erstmal noch einen Barsch und einen Hecht und dann habe ich ein bisschen mehr Optionen und Freiheiten. Aber dass wir nicht so hektisch sein müssen beim nächsten Fisch und ihr wieder böse Kommentare schreibt, ob die ganzen Affen nicht in der Lage sind, den Kescher bereit zu machen. Er ist bereit, an dem soll es auch nicht mehr scheitern. So. Oh, strike. Fuck. I think it was a perch. That cannot have been a pike. Let's try it over there. Gonna go on the other side for a second. One last cast at the fence and then we move. There is not much going on here. Let's go. So, Freunde, wir sind jetzt am nächsten Spot angekommen. Ich werde nur eine Tacklebox einpacken mit ein paar Ködern. Ein bisschen Ersatz, ein paar Jigköpfe, ein paar Gummifische, Zange, Wasser, Scale. Den Rucksack so leicht wie möglich zu halten, denn jetzt werden wir richtig Strecke machen. Ich habe mir jetzt, wir sind jetzt am Großgewässer, großer See, und ich habe mir jetzt ein Ufer ausgesucht, eine Uferpartie, dass ich ein bisschen Rückenwind habe. Wir haben heute Nordwind, deswegen habe ich mir ausgesucht quasi ein Ufer, was dann passt. Und ja, Strecke machen, werfen, 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 15 Meter versetzen, wieder alles abfächern. Und ja, hoffen wir mal, dass wir ein paar Hechte jetzt noch bekommen. 2 Hechte wäre super, das ist so mein persönliches Ziel für heute. Und dann möchte ich auf Barsch angeln, das ist heute wichtig. Deswegen nicht zu viel Zeit verplempern und anfangen zu werfen.
Alter, die Axt. Ich hatte keinen Vorfach drauf. Alter, hab ich eben geschwitzt. Ich hatte den Fisch gesehen. Ich so, boah, das ist nicht. Ich hab keinen Stahl drauf. Ihr wisst gar nicht, wie mein Herz gerade klopft, Leute. Geil. Nehme ich. So, der Fisch hat 70,5. Also 71. Ich habe nicht so sehr mitgerechnet, wenn dann hier in der Ecke oder in der anderen. Ja, und da ist einer, nehme ich. Zielfisch bei Zander und Barsch. Hecht ist willkommener Beifang. Ja, unverzichtbar beim Streetfischen ist natürlich so ein langer Kescherstab. Hier das Ready Street Net von Ganke ist ziemlich cool. Ist 4 Meter lang plus Netz, also ungefähr 4,50. Kann man sehr klein zusammenschieben, wie ihr seht. Und was ich sehr praktisch finde in dem Fall, es hat einen sehr robusten Carbonkopf quasi und der ist eckig. Das ist das Schöne. Viele haben einen runden Kopf, finde ich nicht so praktisch. Gerade wenn ihr mehr in Häfen drin und so angeln, wo ihr wirklich mal in eine Ecke rein müsst, einen Fisch in der Ecke habt, dann könnt ihr schön mit dem eckigen Ding eben in die Ecke rein und den Fisch so meiner Meinung nach besser landen. Habe ich heute schon ein paar Mal gebraucht, brauche ich heute hoffentlich noch ein paar Mal. Marks Street-Fishing-Tour bringt ihm an einem neuen Spot den nächsten Fisch. Marcel, dessen Bemühungen bisher erfolglos geblieben sind, registriert den Fang umgehend. So, okay. Wurden auf jeden Fall einige Fische jetzt gefangen. Also Mark ein 63er Zander plus ein 71er Hecht. Den hätten wir auch haben können, oder ich. Er war drauf, war definitiv ein 70er Fisch, ihr habt es gesehen. Aber wir müssen weitermachen. Ich bin am nächsten Spot angekommen. Jetzt habe ich einen größeren Kescher dabei, weil im Training habe ich den 96er Hecht gefangen und mit dem kleinen Street Fighter Kescher musste ich den landen. Aber was mich jetzt richtig übel schockt, das Wasser ging bis hierhin. Ich habe wirklich null Idee, ob das jetzt ein Fiasko ist oder ob es egal ist, ob die Fische sagen, nee, wir sind trotzdem da, oder ob ich jetzt auf die ganz falsche Karte. Ja, bin gerade ein bisschen sprachlos. Und vorhin hat es auch im Handy vibriert, weil irgendwer meint, wieder Fische fangen zu müssen. Und yes, nice. Marc, fettes Petri zum 63er Zander. Das ist ein 80 Punkte Fisch, also über 80 Punkte. Das ist, wo ich persönlich immer sage, so die 80 Punkte sind so die magische Grenze, ab wann ein Fisch ein richtig geiler Wertungsfisch ist. Und Glückwunsch, sehr schöner Fisch. Und direkt noch mit einem 71er Hecht nachgelegt. 25 Minuten danach, also sehr schön und herzlichen Glückwunsch. Drücke die Daumen weiterhin euch allen. Nicht mehr als mir selber, aber trotzdem, ich wünsche allen noch viele, viele Fische, sodass wir alle am Ende ein cooles Scoreboard haben. Dickes Petri Mark, jetzt reicht es dann aber langsam. Jetzt hat der Marc auch schon 2 Zielfische, sprich für ihn ist nur noch der Barsch offen. Und der Hecht ist auch in einer anständigen Größe, also scheint zu laufen bei Marc. Kann man so sagen, denn Marc muss schon wieder den Kescher bedienen. Oh, nein. Uiuiui, der war schon drin und war wieder raus. Sehr kleiner Fisch, kleiner Zander, der könnte es aber haben. Wenn ich mir so den ersten betrachte, den ich heute hatte, sollte der es auch haben. Ja, 49. Okay. Ein 49er Zander. Nehme ich. Im Moment nehme ich alles. Wieder zurück. Und tschüss. In der Gruppe ist es relativ ruhig. Ich muss jetzt gleich mal einen Fisch reporten. Da gucke ich mal, aber es hat jetzt nicht mehr vibriert. Ich glaube, es kam jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht, wo die anderen Jungs fischen. Logischerweise können 3 davon nicht hier in der Ecke sein, aber Fonso und Marcel könnten hier irgendwo rumrennen. Bei mir ist gerade so ein bisschen Bitter Tea, das passt halt überhaupt nicht.
Es ist null Strömung. Eigentlich sollten wir ein bisschen Strömung haben, aber es ist auch nicht immer so leicht vorherzusagen. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Wird noch ein bisschen dauern, bis es anfängt zu laufen. Das Wasser ist natürlich nicht so optimal zum Angeln. Was das Ganze noch erschwert, ist der Wind, der einen schönen Schnurbogen reindrückt. Aber das Meckern auf hohem Niveau. Ich habe jetzt ein paar Fische und holen mir jetzt noch einen. Hoffentlich, der Fisch kam jetzt wieder hier auf dem Magic Slim Shad in 4 Inch. Ich bin jetzt auf 10 Gramm hochgegangen, weil eben durch den Wind und den Schnurbogen musste ich ein bisschen schwerer angeln. Hoffen wir mal für die Konkurrenz, dass Marc bei zunehmender Strömung nicht noch besser fängt, denn momentan ist das bereits eine ziemliche One-Man-Show. 3 Zander und ein Hecht, Marc zieht an der Spitze davon, während den anderen noch nicht viel gelingen will. Also was kann natürlich einen auch dann die innere Ruhe, Gelassenheit, die man hatte, wo man einfach denkt, ja, man macht einfach das, was man geplant und erarbeitet hat und passt hier und da ein bisschen an. Aber so ein gravierender Unterschied, also ich bin halt kein Tidengewässerangler, ich angel selten an Gewässern mit Tide. Und klar, ablaufendes Wasser ist immer gut, also so heißt es und so habe ich bisher auch meistens die Erfahrung gemacht. Aber hier, dass es so viel fehlt hier, das so weiter unten im Süden von Holland, da achte ich eigentlich schon auf die Tide. Hier habe ich jetzt das gar nicht auf dem Radar gehabt. Weil das allein die Tide hier so einen krassen Unterschied macht. Man merkt Patricks Unbehagen am stark eingetrübten Tidengewässer. Trotzdem scheint es so, als würde er der Stelle wieder etwas Zeit geben wollen. Sander setzt sein Spothopping im Eiltempo fort, doch für ein kleines Pläuschchen mit den Anwohnern ist natürlich immer Zeit. He replies if you do that. It's funny. He's angry. All right, so let's see what we can do. We changed spot, going after pike now. See if we can get some good points in from this small canal here. It's a nice current, so it should be active. See if we can find some. Nächste Stelle, es schaut ähnlich aus. Wir orientieren uns heute hauptsächlich an Brücken. Zu erwarten ist hier wieder Zander, Barsch und Hecht. Aber ich möchte euch noch mal ein kleines Goodie zeigen. Zwar ist das ein neuartiger Köder, patentiert. Arbeitstitel ist Arakatak. Ich weiß nicht, wie wir am Schluss nennen, aber es ist die Kombination aus einem Spinner und einem Chatterbait. Und hat natürlich auch den Vorteil, beim Spinnerfischen verdreht sich immer die Schnur, weil der ganze Köder dreht. Das Ganze gibt es auch noch ohne Platte, sprich ein Spinner, der dir nicht die Geflochtene ruiniert und den du auch durch Gewicht vom Kopf in der Höhe variieren kannst. Also richtig interessant. Überall, wo es viele Hechte hat, absoluter Garant und natürlich für Barsch auch gern genommen. Jetzt probieren wir es mit dem mal schnell im offenen Bereich und gehen dann unter die Brücke rein. So, wunderschöne Box von unseren neuen Ködern. Und ja, ich glaube, so 7 Gramm wird hier passend sein. Ja, das sind sie, die Rapala-Köder. Das Wichtigste, und hoffentlich brauchen wir das Ding jetzt hier gleich, kann man super lang ausziehen. Das ist das Salt and Freshwater Net von Rapala. Carbon, super leicht. Und da liegt hoffentlich gleich der erste Hecht, Zander oder Barsch drin. Wir brauchen sie alle. Also, Feuer! Wir haben die Stelle gewechselt. Nochmal eine längere Autofahrt. Wir sind jetzt am Kanal. Werden den jetzt auch länger befischen. Hier haben wir die Chance. Barsch, Zander und auch Hecht. Und ja, hoffentlich kommt einer von den dreien. Fisch. Fisch on, jawohl. Oh. Oh, was ist das? Oh no. Oh, Rapfen. Oder? Oh. Guter Einschlag, Leute, auf den neuen Rapala Gummi. Ich
drauf. Bin jetzt auch gar nicht so nervös beim Keschern. Aber leider nicht Topwater. Da hätte er auf jeden Fall gezählt. Ich glaube, er ist auch gar nicht so klein. Das ist nicht so schön. Aber es ist ein Fisch. Und da freut man sich ja dann trotzdem drüber. Nein. Boah, wow. Das ist echt ein Fighter. Kommt auf die Seite und jetzt immer noch nicht. Jetzt, okay. Jetzt in. Boah, was für ein großer Rapfen. Leute. Oh. Wahnsinn. Richtig schöner Fisch. Wichtig bei den Rapfen, greift ihn nicht in die Kiemen, sondern haltet ihn hinten an der Schwanzwurzel und unten drunter. Das ist am besten. Okay, und der darf wieder schwimmen. Jo, also 70 plus definitiv. Der gibt keine Punkte. Okay. Jo, okay, gut. Aber der erste Fisch. Jetzt müssen nur noch die richtigen Sorten kommen. Yes, der ist besser. Ein bisschen besser, ja. Schüttelt wie ein Barsch. Aber das habe ich schon mal gesagt. Aber schüttelt wie ein Barsch. Diesmal wirklich. Uiuiui. Ja, geil, Mann. Yes. Jetzt habe ich einen roten Kopf. Yes. Oh, das ist der Barsch, den ich gesucht habe. Oh, der Köder ist schon draußen. Das ist der Barsch, den ich gesucht habe. Leck mich. Yes, I'm happy. So richtig schief kann es heute nicht mehr gehen. Ich bin schon zufrieden. Müssen wir schnell hier das ganze Getüttel lösen. Aber das ist auch wieder geil. Ist gerade schön, dass man sieht, mit diesem vollgummierten Kescher. Die Größe hier ist eigentlich als Barschkescher gedacht. Können jetzt viele sagen, er ist der Größenwahnsinnig. Aber wer die Fänge in Holland beobachtet, der 50er ist der neue 40er. Und ich glaube, die nächsten Jahre wird das nicht in die andere Richtung wechseln. Darum, wer einen richtig robusten Barschkescher sucht, wo auch mal ein mittlerer Zander oder Hechtplatz hat, Vollgummi, wäre eben diese kleinste Größe M die richtige Wahl. Nach oben geht es dann bis zu XXL, der ist 1 Meter lang und 90 breit. Das ist dann wirklich was für die Big Fish Hunter. So, also schauen wir mal, was der hier misst. Ich hätte gesagt 39, hä? Ja. Sagt der Kameramann 39. Keine 40, aber keine Details. Ich bin mehr als zufrieden. Auf einen Prototyp vom neuen Köder gebissen, vom Lamelli, ein Electric Chicken, mit dem neuen Kescher gekeschert und mit der Lucky Look Anhieb und Drill. Wunderschöne Tiere, das sind einfach so schöne Fische. Schaut es euch an. Ich bin erleichtert, zweite Fischart abgehakt. Jetzt geht's dann. Wir fischen noch so weiter, aber in der Hoffnung, dass ein Hecht kommt. Das hat auch funktioniert. Und sonst wechseln wir dann halt direkt auf Hecht. Okay, Mark Zander 49, Fonso Barsch 39. Okay, jetzt müsste ich auch langsam mal auf dem Scoreboard mitmachen. Sonst wird das verdammt schwierig. Ist noch ein zweites Mal draufgeknallt. Könnte knapp werden, aber nehme ich dankend an. Kameramann, diesmal musst du es filmen, dass ich die Scale nass mache. Nicht, dass es wieder heißt, ich hätte hier auf eine trockene Scale gelegt, die Fische. So, Köder schon raus. Das gefällt mir. Surprise, surprise. Ich war ganz experimentierfreudig diesmal und habe den Carpe Nostra probiert. Oh mein Gott. So. Schiri ist dran, ne?
68, das ist die 68,5. 69 aufgerundet. Ja, kleiner schöner Hecht. 69. Ja, lassen wir mal schnell frei. Danke fürs Vorbeischauen. Es kommt etwas Bewegung in die Tabelle. Markus holt sich den gewünschten Barsch in einer guten Größe und stößt auf Platz 2 vor. Auch Louis' Plan am Großgewässer geht auf. Der 69er Hecht bedeutet erst einmal Platz 3. Lokalmatador Sander fällt etwas zurück. An mangelndem Einsatz liegt es sicherlich nicht. Again, nothing. These fish are very inactive. Very, very inactive. Okay. Let's hope there's no power on it. Because that will hurt like a bitch. I'm not gonna try even. I had this before and there was power on it. It did hurt like hell. Sadly no fish here, no pike at least. I really planned on catching one here, so we have to go back and try again for pike. But we saw one, no current where there usually is current, so I think that's the problem, but we'll keep going. Kein Barsch zu Hause. Habe jetzt mal auf den Deraku gewechselt. So eine Ecke, sehr flaches Wasser, viel Steine drin, viel Dreck drin. Viele Sachen, die in der City eben so drin liegen. Ich hatte hier im Training recht flotten Barsch, aber anscheinend ist keiner zu Hause. Das Problem ist eben, wir haben dieses extreme Niedrigwasser momentan und hier kann ich einen Grund sehen. Ist, glaube ich, eher ein Spot, der bei höherem Wasser interessant ist, weil die Fische dann wirklich hier in dem Bereich stehen, wo eben der viele Dreck drin liegt. Deswegen werde ich jetzt mal die Kante ein bisschen tiefer abfischen. Vielleicht sind sie einfach ein bisschen tiefer gezogen, vielleicht sind sie aber auch irgendwie ganz woanders hingeschwommen. Dann werde ich hier noch 2, 3 Würfe auf den Zander machen und dann werde ich wieder weiter Zander angeln. Das ist Max. Max ist traurig, denn Max liebt unsere Produkte. Aber die gehen jetzt in den großen Sommerschlussverkauf. Ob Rollen, Ruten, Regenbekleidung oder Köder. Über 2000 Produkte, bis zu 70% im Preis reduziert. Kopf hoch, Max. Die Aktion geht doch nur vom 31. August bis zum 4. September. Der Sommerschlussverkauf auf hechtundbarsch.de. Gute Neuigkeiten. Die Online-Angelschule Anglerschmiede ist seit kurzem Teil der Hecht- und Barsch-Familie und deswegen geben wir einen aus. Wer jetzt seinen Angelscheinkurs auf anglerschmiede.de bucht, bekommt diesen quasi umsonst. Denn mit dem Gutscheincode HUB bekommst du ein Raubfischset im Wert von 150 € einfach kostenlos dazu. Mach jetzt deinen Schein, krieg dein Angelset nach Hause geschickt und leg sofort los. Wir sehen uns am Wasser. Ich kündige es jetzt schon an. Das hier ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der letzte Wurf hier an dem Spot. Wenn es gerade am Kanal läuft, dass da gerade Fische beißen und ich hier einfach keinen Kontakt kriege, dann muss ich einfach dahin. Ich plane schon noch mal hierhin zurückzukommen an die Buhnen. Ich werde zwischendurch mal auch auf die Tide gucken, ob das später besser ausschaut. Und wenn der Wasserstand höher ist oder überhaupt generell Bewegung im Wasser ist, dann werde ich es noch mal probieren, weil ich denke schon, dass es echt geiles Potenzial hat auch für große Fische. Aber als Wichtigstes ist mir erstmal überhaupt irgendwas auf dem Scoreboard zu kriegen. So, wir probieren mal was. Ihr habt eben diese wunderschöne aufgeräumte Box von mir gesehen. Und das ist hier quasi
der Uli Bayer Ködereimer. Vielleicht kennen den noch einige von euch von früher seinen Videos. Und ja, einfach alles dabei, was man hier so braucht. Und ich versuche jetzt einfach mal mit einem Crankbait vielleicht die Jungs wach zu machen, weil gerade war wieder ein Nachläufer da. Und ja, das probieren wir jetzt. DT6 von Rapala. Wir bleiben noch eine Stunde hier. Wir hatten jetzt ja, eine Zander-Aktion, einen Rapfen gefangen. Noch keinen Fisch auf dem Board. Wir probieren es noch eine Stunde hier. Im Training kam mir auf jeden Fall auch ein Barsch. Und ja, wenn das alles nicht klappt, dann werden wir in einer Stunde Richtung Hechtspots nochmal fahren, dass wir am nächsten Tag dann nur noch in Anführungszeichen Zander und Barsch brauchen. Wie schon in Gruppe A werden auch heute wieder extrem viele Spotwechsel vollzogen. Die Fische aktiv zu suchen, statt auf passierende Räuber zu warten, haben sich die meisten Angler auf die Fahne geschrieben. Und so ist auch Markus schon wieder an einer neuen Stelle angelangt. Hello again, wir sind kurz vor unserer Hechtstelle. Ich kriege mir gerade meine Route und ich habe es im Interview schon angekündigt. Ich werde mindestens versuchen, einen Hecht-Topwater zu fangen. Und dafür probiere ich es jetzt erstmal mit dem Frosch. Es ist extrem viel Cover drin, sprich freie Haken geht einfach nicht, weil du von Seerose zu Gestrüpp hängen bleibst. Und ich habe mir das angewohnt. Das funktioniert übrigens auch perfekt, wenn ihr vertikal angelt. Das muss nicht immer ein Drilling oben drauf sein, was wirklich geil ist, wenn ein Einzelhaken durchfädelt und unten hängen lässt. Ich habe jetzt in dem Fall den noch mit Schrumpfschlauch so leicht angestellt, in der Hoffnung, dass der Hakeffekt besser ist, zum einen, und zum anderen, dass er weniger Kraut sammelt. Aber trotzdem ist halt hier noch ein freier, relativ dünndrahtiger Haken, bevor dann der Hecht hier den Frosch zusammenpacken muss und dieser dicke Haken dann noch im Hechtmaul gesetzt werden soll. Also, wenn einer beißt, glaube ich, dass der hängen bleibt. Und jetzt heißt es Daumen drücken, ich will einen Topwater-Hecht. Das Glückliche an diesem Spot ist, durch diesen kleinen Deich oder Wall, den wir hier haben, sind wir jetzt windgeschützt, obwohl es heute gut windig ist. Ich lasse den Köder einmal komplett absinken und dann starte ich ihn einmal und führe den dann wellenförmig quasi leicht über Grund. Und das ist an manchen Tagen so ein kleiner Zusatzreiz, als einfach den Gummifisch nur einzuleiern. Wir könnten auch jiggen, ist halt aber ein bisschen anstrengender, sage ich mal, denn gerade hier an diesem Ufer haben wir sehr, sehr viel Kraut. Ich sammle auch sehr oft Kraut ein, wie zum Beispiel jetzt. Dann kann man es einfach mit starken Schlägen in die Rute meistens lösen vom Köder. Und dieses Wellenförmige ist halt etwas, was die Hechte nochmal triggert, weil wir beschleunigen den Köder, geben dann nochmal eine leichte Absinkphase und dieses schneller, langsamer werden vom Köder kann den Hecht oft triggern. Ich fische sehr viel mit dieser Technik über Kraut oder in Flachwassergebieten, wie zum Beispiel in den schwedischen Schären. Da kennt man das auch von meinen Videos, dass ich ganz oft davon spreche, von dieser wellenförmigen Präsentation. Und heute hier an diesem Gewässer, dadurch, dass das Kraut jetzt schon sehr hoch steht, ist das eine perfekte Führungsmöglichkeit, ein Führungsstil für den Gummifisch, um auf Hechte zu fischen, die im Kraut lauern. Okay, so new spot. I'm gonna try for perch. Hopefully get my pike as well. If I see a pike, I'll carry my spinnerbait. We'll see what happens. Let's see. Bisschen Glück. Jawohl, das ist er. Scheiß drauf! $10 Minuten Zeitstrafe, aber ein schöner Barsch. Auf jeden Fall über 30. Berührt's. Was hat er dann? 35. Tja. Schöner 35er Barsch. Damit hätte ich alle Spezien und mir fehlt nur noch ein Fisch. Geil. Und weg ist er.
Aus Angst, die so wichtige Fischart vor dem Kescher zu verlieren, hebt Marc den Barsch an der Schnur aus dem Wasser. Er kassiert eine Zeitstrafe, muss 10 Minuten früher aufhören als die anderen, doch die Punkte bleiben. Mit 70 weiteren Zählern und allen 3 Zielfischen zieht er an der Spitze weiter davon. So, jetzt kann ich mir vorstellen, einige sind schon am Tippen. Für mich war das jetzt die beste Lösung, den Fisch rauszuheben. Zum einen habe ich gesehen, wo er hängt. Von daher, der hing voll im Harten in der Platte. Das heißt, das war kein Problem, einen Fisch in der Größe rauszuheben. Und zum anderen ist es dann oft so, dass wenn sie da oben hängen, sich aber schütteln, und der war ja schon oben, dass sie dann gerne mal weggehen, also ausschlitzen quasi, weil eben der Haken losgeschüttelt wird. Deshalb habe ich mich jetzt fürs Rausheben entschieden. Das war für mich jetzt die deutlich bessere Variante. Was man zum Keschern sagen muss, gerade mit kleineren Fischen, ist es eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so geil. Die sollte man besser handlanden oder so, weil wenn so ein Barsch, so ein kleiner dann im Kescher hängt, man hat Wobbler mit Drilling und die fangen dann an zu schütteln, macht man eigentlich mehr kaputt, wie dass das Keschern irgendwie was bringt. Und deshalb war es für mich jetzt die richtige Entscheidung, den Fisch eben rauszuheben. Fisch on. Das ist ein bisschen besser. Oh, der hängt ganz knapp. Der hängt ganz knapp. Oh, nein, 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 nein. Oh, shit, shit, shit. Ah doch, das Ding ist drin. Oh, ich dachte schon. Okay, doch nicht besser, aber sollte wieder Maß haben. Nice. Gar nicht, der ist sogar kleiner. Der ist Rütti halb, 76,5, 77. Ah ne, 77 ist größer. Ich hatte ja 69. 77. Meine ich doch, der ist so ein bisschen größer. 77er Hecht. Ich habe heute lustige Zahlen. Louis' Taktik, auf das Hechttraining verzichtet zu haben, geht weiterhin auf. Der zweite Hecht ist größer als der erste. Der Vorjahresvierte klettert auf Platz 2. Da kann man sicher auch etwas Materialschwund verkraften. So, Freunde, diesmal hat der Carpe Nostra nicht so lange durchgehalten wie beim letzten Jahr. Da habe ich 2 Tage lang mit einem Gummifisch quasi alle meine Fische fast gefangen. Jetzt haben wir das Pech gehabt, hat mir den Schaufelschwanz abgebissen, deswegen montiere ich jetzt einen neuen. Es handelt sich um den Fat Louis von Monkey Lures in der Farbe Carpe Nostra in 14 cm. Geriggt an einem Monkey Hook Größe 5,0, 10 Gramm Bleikopf, einen kleinen Zusatzdrilling habe ich noch hinten montiert, um wirklich, ich sage jetzt mal, die Fehlbissquote so gering wie möglich zu halten. Den Fat Louis in 14 fische ich beim Zanderangeln gerne nur mit dem Einzelhaken, weil die meisten Zander, die hängen auch dort. Aber beim Hecht ist es meistens so, bei diesem Köder, dass sie tatsächlich am Zusatzdrilling hängen bleiben. Und ja, das ist quasi mein Setup, wie ich fische. Ich habe hier eine kleine Titanspitze von Stroft, ich glaube 7 Kilo. Und dann habe ich ein 0,40er LMAB Fluorocarbon angeknotet an meine Sunline Super PE. Und ja, das ist so das Setup, was ich fische. Die Route ist die Solution Statement in 2,70 Meter, 10 bis 45 Gramm. Ist normalerweise eine klassische Zanderroute, aber ich benutze heute beim Hechtangeln eher kleine Köder. Das habe ich gemerkt, hat besser die Fische angesprochen im Training. Deswegen die etwas leichtere Route, damit kriege ich dann auch die kleineren Köder schön auf Wurfdistanz. Oh, da war ein Fisch bei der Seerose. Habt ihr gesehen, der Strudel, der da wegging? Ich versuche jetzt noch mal einen anderen Oberflächenköder. Habe jetzt hier die ersten Meter mit dem Frosch gefischt und jetzt kommt ein brutaler Köder von Topwater Productions, Mr. Wie heißt denn der? Ne, Prop Stick, weil das ist ja ein Hardbait von Bene. Mit dem haben wir auch schon richtig viele tolle Hechte gefangen.
Ich hoffe, dass der heute auch noch einen liefert. Ups, ich glaube, den habe ich in der falschen Box. Da müssen wir noch mal kurz was improvisieren mit dem anderen Köder. Aber der kriegt dann noch auf jeden Fall auch noch seinen Einsatz. Gehen wir hier nochmal aggressiv mit dem Whopper-Plopper. Vermutlich der lauteste und aggressivste Oberflächenköder, den es so gibt. Geht einigermaßen durch Seerosen. Nie so gut wie im Frosch, aber hier hinten ist etwas freier. Probieren wir das noch kurz und wenn nichts kommt, wechsle ich dann auf normal sinkende Köder. Hoffe dann, dass da ein Hecht zupackt. Markus fischt im Dickicht und auch Patrick hat mit der Vegetation zu kämpfen, zumal er an seinem dritten Spot ein deutlich höheres Tempo an den Tag legt. Was mache ich hier wieder? Das ist der Moment, wo ich den amerikanischen Best Profi, den Namen, den ich mich nicht erinnere, ist aber ein Crankbait-Profi, recht gebe. Angeln ist Mist, Fische fangen ist geil. Weil hier so zu angeln ist gerade richtig Mist. Aber wenn Fisch dann beißt, ist es wieder geil. Oh, did you see the bike? Boah! There's a pike here. You chased my lure? Fuck. Don't see him anymore. Oh, he's still here. Right underneath me. Okay. Okay. Upskill a little bit. See if he likes that. Fisch. Glaube ich, ein Zander. Oh. Ja, da habe ich nicht aufgepasst, der hängt im Polar. Alles ab. Scheiße. Ja, der Fisch ist weg. Scheiße. Oh. Nee, gesehen habe ich den Fisch nicht, aber. Was war's denn? Ich schätze, es zappelt noch was, oder? Ich schätze, es ist ein Zander. Oh, Alter, die Axt. Von wegen Zander. Ja. Tja, manchmal muss man ein bisschen Glück haben, ne? Der Fisch ist hier in den Poller reingeschwommen und hing quasi fest, aber mit ein bisschen Geduld und nicht zu fest zu ziehen, habe ich ihn dann doch wieder rausbekommen. Geil! Leute, und der Barsch, der bringt ordentlich Punkte auf jeden Fall. Ja, das meine ich, jetzt hängt er hier mit dem Netz. Das ist doch mal ein ordentlicher Barsch, würde ich sagen. Cool, ich habe hier gesehen, hier strömt es, habe ich schon mal angehalten und bumm. So, schauen wir mal, wie groß der Fisch ist. Sieht die Barsche haben gerne mal eine verranzte Schwanzflosse, aber der hat, pass auf, 42,5, ist deutlich drüber, also 43. Und einmal Fahrstuhl wieder nach unten, da wollte er eben reinschwimmen, oder ist sogar reingeschwommen in den Poller hier. Einmal das und schwimmt da wieder hin. Da darf er jetzt auch hin. Ich werde jetzt einmal meine Schnur kontrollieren, weil er da ganz schön festgehangen. Aber mit ein bisschen Geduld habe ich ihn da wieder rausgekriegt. Geil. Marks Stadtspaziergang bekommt seinen nächsten Höhepunkt. Der Ilex-Vertreter gehört sicherlich zu Europas besten Raubfischanglern und zum Übel der Konkurrenz ist das Glück heute auch noch auf seiner Seite.
Nach dem Fluo-Hecht kriegt er auch den Pollerbarsch gelandet. 86 weitere Punkte, Full Card und ein Riesenvorsprung auf Platz 2. Die Waffe war wieder Magic Slim. 4 Inch, Leute, das Ding fängt alles, Hecht, Zander, Barsch. Ihr seht es, und wenn ich damit Zander fangen kann, könnt ihr es auch. Und wie gesagt, der Barsch hing da am Poller und die Schnur ist ziemlich beschädigt. Und wie ihr seht, viel hätte nicht mehr gefehlt, dann wäre er weg gewesen. Aber ich habe ihn gelanden können. Geil, und damit ist die Karte voll. Ein 43er Barsch bringt ordentlich Punkte. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. So, mit Blick auf die Uhr habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Es ist Halbzeit. Ich werde aber hier noch weiter fischen, denn mein Ziel ist es heute definitiv ein 80er, bestenfalls auch ein 90er zu fangen. Ich will einen guten Hecht haben. Ich investiere heute noch 1 Stunde. Dann müssen wir ein bisschen fahren und dann geht es auf Mission Barsch. Denn ihr wisst, in den letzten Jahren habe ich immer ein bisschen gehasselt mit dem Barsch. Und ich möchte das nicht auf den letzten Tag schieben. Deswegen versuchen wir da heute noch anzugreifen. Ich bin erstmal zufrieden und nicht ganz mit dem Tag. Aber die erste Halbzeit ist jetzt vorbei und ich muss sagen, ich glaube, das könnte noch funktionieren. Ich mache hier weiter und die großen Fische seht ihr in der nächsten Folge. Peace. Das war's für heute. Mark Paczowski ist mit der wohl frühesten Full Card in der YPC-Bankgeschichte klar auf Halbfinalkurs. Luis Mendes liegt mit 2 Hechten auf Platz 2 und Markus von Ooy ist mit einem guten Barsch und einem kleinen Zander Dritter. Lokalmatador, Geheimfavorit Sander Grönenbohm hat bisher erst einen kleinen Zander landen können. Marcel Weigel musste mit einem fürs Turnier wertlosen Rapfen Vorlieb nehmen und Gruppenkopf Patrick Marable hatte überhaupt noch keinen Fischkontakt. Wir freuen uns über Likes, Kommentare, Support im Online-Shop, neue Abonnenten auf luredrop.de und hoffen, dass ihr am Sonntag einschaltet, um zu sehen, wie es weitergeht. Ciao!